So, Leute, wir haben hier 18 Reihen Einzelkorn, wildester Tempo, gezogen. Und wir legen heute Sojabohne. Ganz interessant, 55 Pflanzen auf dem Quadratmeter machen wir hier in Direktsaat. Warum nicht mit der eigenen? Ja, die ist ja letzte Woche Mittwoch wieder zurückgegangen zum anderen Betrieb. Ich teile mir ja mit einem anderen Betrieb die und deshalb habe ich leider vergessen, Impfstoff für die Sojabohne, also die Bakterien zu bestellen. Man bestellt ja quasi oder man beizt ja quasi die Knöllchenbakterien an, weil die Sojabohne hier nicht heimisch ist, kommt die im Boden so nicht vor, ja? Oder kommen die Bakterien so in dem Boden nicht vor, so, ja? Und deshalb beizt man die an. Ich habe das im ganzen Trubel jetzt hier vergessen, habe das nachbestellt, war ein bisschen schlecht lieferbar. Grüße gehen auch noch mal raus an IG Pflanzenzucht, den Kollegen, an Stefan, der mir das besorgt hat, weil ich selber konnte nichts mehr kriegen. Und mein Nachbar Paul hat sich dieses Jahr eine 9 Meter Tempo gegönnt. Und da hatte ich ihm letzte Woche gefragt, ob er mir das legt. Der legt jetzt in die Tage, glaube ich, auch noch ein Mais-Sorghum-Gemenge. Das müssten wir uns eigentlich dieses Jahr noch mal angucken fahren bei ihm. Das ist extra pelletiert, damit beide Teilnehmer gleich groß sind und gleich groß vereinzelt werden. So, er dosiert jetzt hier vor. Wir machen das Ganze natürlich ohne Unterfuß. So, und dann gucken wir uns das mal an. Boah, zugedrückt wird auf jeden Fall. Aber es ist noch sehr, sehr flach. Aber ich glaube, das Gerät muss ja auch erst noch ein bisschen auf Tiefe laufen. Ja, muss noch tiefer, definitiv. Aber er stellt das ein. Ich habe ihm gesagt, 5 cm tief wollen wir. Ja, die Frage ist, ob er das Unterfußschal noch hochklappen kann. Nee, ich denke nicht. Ist nicht hydraulisch. Das ist denkbar starr. Auch ein schönes Teil, ne? Wenn man das so sieht. 9 Meter sind 9 Meter, Leute. So. Gucken wir uns das mal hier an. Ja, so muss es aussehen. Da liegen sie. Perfekt. Da liegen sie. So, sieht hervorragend aus. Gucken wir noch mal hier. Wir müssen ja ein bisschen aus dem Boden hier weg. Da sind sie an der Seite. Schön im feuchten Boden drinne. Ah, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Bin ich mit zufrieden, kann er so fahren. Gucken wir hier noch mal ein. Finden wir den hier auch? Na, was ist los? Isobus-Fehler. Aber Ablagetiefe sieht gut aus. Körner liegen. Alle 40 mm, alle 40, ja, das müsste passen. Hier finde ich jetzt keinen. Da vorne. Ach ja, schon nicht mehr gelegt. Da vorne habe ich gefunden. Das war auf jeden Fall. So, hier haben wir jetzt wieder. Also er sagt, er hat den Fehler, Motoren sagen maximale Drehzahl, aber es ist logisch. Da sind die Lochscheiben für Mais drin. Und zum Vergleich, Mais macht man zwischen 6 Pflanzen und 12 auf den Quadratmeter. Hier machen wir gerade 55. Das heißt, die Säscheiben müssen ja im Verhältnis 7, 8 bis 10 Mal so schnell drehen für die gleiche Kornzahl. Bei der Presea ist es so, wir haben ja schon einen Teil Sojabohnen woanders gelegt, 13 Hektar, konnten wir 4 km/h fahren, damit die das schaffen. Habe ich jetzt auch gerade noch mal gesagt, er ist 6 gefahren, ich sage, du, das wird die nicht schaffen. Nicht schnell genug, fahren wir 3, 3,5 ungefähr und dann müsste das ja passen. Normalerweise nimmt man für Sojabohne andere Lochscheiben, die haben viel, viel mehr Löcher, damit viel mehr Körner rausgehen. Aber das ist ja nun hier für 5 Hektar jetzt absolut nicht notwendig.
Und deswegen kann man das ja auch mal verkraften, dass man 3, 3,5 oder so fährt. Hier vor allen Dingen 9 Meter. Selbst bei 3 km/h macht das Ding ja immer noch 4,5 Hektar theoretisch in einer Stunde. Ja? Das heißt, der ist trotzdem nach 1,5 Stunden hier fertig. Und 9 Meter sind einfach 9 Meter. Aber während er das da gerade einstellt, können wir ja mal einmal rübergehen. Und zwar haben wir auf der anderen Straßenseite Mais nach Striptil. Und ich weiß gar nicht, wann wir den gelegt haben. Ich sag mal vor 12 Tagen ungefähr. Moment, heute ist Montag. Das war am, ich glaube, Dienstagnacht oder Mittwochnacht. 10 Tage. 10, 12 Tage. 12 Tage. 12 Tage. Und wir haben jetzt hier schon das Dreiblatt. Was man auch sieht, hier war ja sehr, sehr sandig. Ja, auch schon beim Striptil. Deswegen drückt er hier auch Dämme. Aber steht gut. Ja. Wenn man sich das mal hier anguckt. Wer war hierbei? Abgefressen. Ja, wenn man sich das hier anguckt, Dreiblatt sieht sehr, sehr gut aus. Ist jetzt bald bereit für die erste Pflanzenschutzmaßnahme. Und jetzt hier, guckt euch mal den krassen Kontrast an. Ja, wir sind hier mit Striptil rübergefahren. Wir sind hier mit der Einzelkorn rübergefahren und das war's. Und hier müssen wir schon deutlich tiefer nach Feuchtigkeit graben, damit wir die Feuchtigkeit überhaupt finden. Deswegen ist das jetzt eigentlich auch früh bei diesen Bedingungen, dass der Mais früh reinkommt, dass er hinterher wachsen kann beim Wasser. Ja, also er muss keimen und dann muss er ja genauso schnell wie das Wasser nach oben abhaut, quasi mit nach unten nachziehen können. Aber alles in allem, ich hoffe, man sieht das schön, haben wir eine schöne Vereinzelung. Sieht schön gleichmäßig aus. Auch der Abstand, wenn man hier mal guckt, rein optisch, das haben wir mit der EDX so nie hinbekommen. Also hier stehen wir sogar in einer Reihe ein bisschen mit Section Control. Wenn man das sieht, hier war vom Vorgewende zur Hauptspur. Ja, und hier hat er, auf den Schlenker hat er hier das noch angemacht und da vorne wieder ausgemacht. Können uns das ja mal oben mal angucken, ob wir das schon sehen mit dem Section Control. Aber sieht gut aus, der Feldaufgang. War auch bei den Temperaturen maximal schnell, muss man ehrlich sagen. Da gab es wirklich fast nichts zu sagen. Also das ist gelegt, hoch. Ich hatte tatsächlich auch noch zu tun, dass die Flächen, die ich vorauflaufmäßig behandeln wollte, dass ich da überhaupt hinterher kam. Ja, also das ist schon wild. So, wir haben hier so lang gelegt. Hier haben wir noch ein paar Reihen so lang. Weiß nicht, habe das Vorgewende nicht richtig gestimmt. Mit Aus- und Einschalten. Aber hier sehen wir noch da lang die Reihen. Ach nee, ist ja normal. Ich habe ja 23 Meter eingegeben. Vorgewende, das heißt 2 Reihen werden nicht gelegt. Hier wird gelegt. Und dann bis hier sozusagen davor. Wir gucken uns das mal an, wenn die Pflanzen dann größer sind, ob wir vielleicht zum nächsten Jahr da noch ein bisschen was optimieren können. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie es aussieht, Leute. Bin zufrieden. Und dann gehen wir noch mal zum Soja gucken. Parallel drillen wir noch Leindotter heute nach. Leute, das ist eine wilde Story, ich habe das im Podcast schon erzählt. Ich habe hier Primera weggefahren, der Drachenkopf kam tatsächlich auch einen Tag später, obwohl ich den rechtzeitig bestellt habe, aber da wurde ich einfach zweimal vergessen. Ja, dann hat auch mein Nachbar Paul das gedrillt, ja. Und ich war an dem Tag nicht da, war ein Termin, da ruft mich Detlef nachher schon ganz aufgeregt an. Du, hier ist alles schief gegangen. Der hat das mitten über die anderen Kulturen gedrillt. Ich sag, wie? Ja, ich weiß auch nicht. Paul ruft aufgeregt an. Du, der Fahrer ist völlig falsch gefahren. Leute, ich kann euch nicht sagen, woran es gelegen hat, wer schon Schuld hat. Ich habe Detlef gezeigt. Detlef sagt, er hat es richtig erzählt. Der Fahrer sagt, der hat es nicht richtig erzählt. Ist ja auch egal, sei mal dahingestellt. Manchmal denkt man ja auch Gedanken, spricht den nicht aus und umgekehrt. Manchmal hört man nicht richtig zu. Seid mal dahingestellt, wie es passiert ist. Jetzt haben wir aber die Problematik, dass über den anderen Sonderkulturen wird jetzt Drachenkopf gedrillt. Und es ist nicht so, dass wie sonst der Drachenkopf da 3-4 Euro pro Kilo gekostet hat. Nee, dieses Jahr hat der schon mal 20 gekostet. Das heißt, Saatgut für 1200 Euro ist da im Boden gelandet. Falsch. Über das Saatgut rüber für 1000 Euro von den anderen Kulturen. Und dann, Leute, was soll ich euch noch sagen? Dann wollte ich Drachenkopf nochmal nachbestellen, weil wenig Ware war. Es sollte Preiserhöhung sein auf 2400 Euro, also 40 Euro das Kilo. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss.
Wir drillen den Laiendotter nach, weil das ist beliebtes Öl. Das drillen wir. Und das andere, wir schauen, was das wird. Entweder dreschen wir das als Zwischenfruchtgemenge oder wir machen Mischöl dieses Jahr draus. Und dann wird es Mischöl geben, weil ich kann ja nicht für mein Ölgespiele da 10.000 € irgendwann da in den Raum werfen. Das geht ja einfach nicht, obwohl kein Ölgespiele. Also wir haben ja gute Absatzmengen, das ist wohl so. Oh, die quietscht aber allerhand, wa? So, gucken wir mal hier nach. Da ist sie. Da ist die eine Bohne, da ist die nächste Bohne. Ja, jetzt funktioniert es wohl. Er muss natürlich sehr langsam fahren. Gar keine Frage. Aber das funktioniert. Sitzt schön tief im feuchten Boden. Jetzt ist auch warm. Das heißt, Feldaufgang sollte hier auch gut werden. Und das natürlich indirekt sagt, mir gefällt's. Macht einen guten Job, die Tempo. Aber das ist ja auch unumstritten, dass eine Tempo eine gute Maschine ist. Aha, hier haben wir einen offenen Saatschlitz. Aber nur hier vorne gehabt. Hier später ist alles wieder zu. Nur da, wenn wir hier so lang gehen, sieht das eigentlich schon gut aus. War die ganze Zeit eigentlich alles wirklich gut. Der Boden ist auch nicht wirklich hart hier. Wir haben relativ sandigen Boden, das heißt, der lässt sich auch gut zudrücken. Ja, wenn ich euch das hier nochmal zeige. Der ist ja jetzt auch nicht hart, ne? Wenn wir jetzt hier mal gucken. Feuchtigkeit ist noch gut drin. Und dann sind wir guter Dinge, dass die Sojabohne auch aufläuft. So, dann fahren wir mal zu dem anderen Fahrer. Auslaufraps. Ausfahrraps. So, dann fahren wir jetzt mal zu dem anderen Fahrer. Ja, das ist die Geschichte um mein Öl. Ich weiß nicht, Paul weiß auch nicht, was wir da fabriziert haben. Und Paul sagt auch noch so, was sagen wir jetzt bloß deinen Zuschauern, Hannes? Paul übrigens auch freundlicher Zuschauer hier immer von diesen Videos. Und ja, guckt auch viele Videos hier und beobachtet auch seine eigenen Bestände immer in den Kameras. Ja, Paul, was sagen wir unseren Zuschauern hier? Wir beide haben uns alle missverstanden. So ist das. Also, entweder Mischöl oder es gibt Zwischenfrucht, die Paul ganz teuer abkaufen muss. Das nützt ja nicht. Alles klar. Dann fahren wir mal zu dem anderen. Eine Horn Pronto 6 Meter. Und jetzt ist die Frage, hättest du das hier auch mit deiner eigenen Pressea machen können? Ja klar, ohne Probleme. Die wird auch Mittwoch fertig mit Mais legen. Aber ich will das jetzt auch fertig haben und mich dann ins Pfingstenvergnügen stürzen. Und ja, damit Paul ist hier, oder beziehungsweise der Betrieb ist hier am Maislegen direkt in der Umgebung. Also das ist kein großer Aufwand. Und mit dem Drillen hättest du das nicht auch machen können. Ja, unsere eigene Primera ist ja noch nicht da. Die kommt ja erst Ende Juni. Ja, von daher hätten wir jetzt aktuell keine Drillmaschine gehabt oder in dem Sinne. Und da ist ja auch einfach, wenn das der Nachbar mitmacht, ist das ja auch einfach schnell getan. Und dann kann ich mich wieder auch um die wesentlichen Arbeiten kümmern. Wie gesagt, Feldaufgang Mais sieht erstmal hervorragend aus. Und soll ich euch nochmal den Weizen zeigen? Ne, Weizen zeige ich euch in der Archive. Leute, bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf dem Laien. Hier hat er nicht rüber gedrillt, Gott sei Dank. Aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ich habe den ein bisschen zu tief gedrillt. Primera muss man wahrscheinlich vielleicht mal ein bisschen anders denken. Also ich habe ja beim Drillen ungefähr so 2 cm Ablage gesehen. Aber wenn ich jetzt überall gucke, sind es überall 3. Was man hier gut sieht, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, in den Spuren, wo der Trecker gefahren ist, ist der Feldaufgang besser als daneben. Und eins muss ich euch auch zeigen, was man auch sieht. Hier sind überall Fraßstellen vom Erdfloh. Überall macht sich hier der Erdfloh, da sieht man wieder, der Erdfloh dran zu schaffen. Ja, also Schnecke ist es diesmal nicht, aber der Erdfloh im Laien. Und wenn man jetzt hier so guckt, hier sieht man, ich stehe ein bisschen im Licht, hier sieht man die Reihen. Also es ist nicht der beste Feldaufgang. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollte ich das nächstes Jahr alles ein bisschen später machen. Mit der Boden, also hier war es ja so, hier hat es danach auch wirklich noch viel geregnet die Wochen. Die Bedingungen waren eigentlich gut, es war erst warm. Und dann folgte ja nochmal diese ultra kalte Phase, wo wir auch bis minus 5 Grad hier gekriegt haben. Da drüben der Raps, der hat ja minus 5 Grad in der Blüte gekriegt. Ob man das nächstes Jahr aussitzt und vielleicht einfach mal später drillt, das ist also Sonderkulturen ist noch never ending story, glaube ich. Damit haben wir
sind wir nie zu Ende. Also wie gesagt, jetzt kommen hier, der Lein kommt eigentlich gut hoch. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter guckt in den Reihen, dann sieht man das schon. Aber wenn man natürlich so guckt, sind viel zu wenig Pflanzen. Es ist natürlich die Frage, kommt jetzt vieles erst hoch hier, wie man sieht. Also deswegen sage ich euch, der ist zu spät in die Erde gekommen. Und zweitens, vielleicht sind die früher hochkamen, auch vom Erdfluss schon weggefressen. Ja, ich war jetzt hier eine Woche nicht. Hab das letzte Mal 1, 2 Pflanzen rausgucken sehen. Jetzt kommen ja doch hier ein paar mehr raus. Und auch das Ganze sieht man hier auch hier hinter, wo, zeige ich euch gleich mal, wo das rüber gedrillt wurde, wo der Drachenkopf rauskommt. Auch da sieht man schon Fraßstellen vom Erdfloh. So, gucken wir mal. Gott sei Dank, der ganze Lein ist fast nicht betroffen. Hier ist jetzt der Drachenkopf, da wie ihr seht. Und ein bisschen weiter sieht man dann auch schon ein bisschen was. Also hier steht das noch im Gemenge mit Lein. Ein bisschen weiter sieht man schon den Leindotter. Hier, da sieht man das direkt neben Leindotter. Und überall seht ihr die Fraßlöcher vom, wie heißt das nochmal, vom Erdfloh. Ja, überall sind die Löcher drin. Ich meine, der ist jetzt in der Stelle nicht so wild wie beim Raps, weil der hinterlässt keine Larven in der Pflanze, die jetzt den Wurzelhals schädigen. Aber erstmal macht er ja viel Fraßschaden, ja. Wenn man das hier sich zum Beispiel anguckt, das ist auch eine Leindotterpflanze. Wie viel hiervon fehlt, das ist der absolute Wahnsinn. So, und ansonsten, ja, der Drachenkopf sieht ein Mühe besser aus dem Feldaufgang, ja, oder man sieht es einigermaßen in der Kamera. Und dann gucken wir uns jetzt das Ergebnis hier mal an. Das ist jetzt eine 6 Meter Pronto. Und ich lasse ihm jetzt ruhig mit Vorwerkzeuge arbeiten, weil die hat natürlich nicht die Möglichkeit, eine vernünftige Saatgutablage hinzubekommen. Das hier war Direktsaat, nur eingeschlitzt, aber da waren die Bedingungen halt auch ganz anders. Die waren deutlich feuchter, sodass man da auch da ausgehen kann von, dass der Feldaufgang dann besser ist. Und sieht man ja auch, der Feldaufgang ist ja in erster Linie ganz gut für einen Drachenkopf, außer da, wo vielleicht mal die Schlitze nicht geschlossen waren. Ne? Aber dafür ist eine Pronto halt auch nicht gemacht. Hier zum Beispiel. Ja? Aber in erster Linie ist es gegangen. So, jetzt fährt er da mit Vorwerkzeuge. Und jetzt machen wir hier außenrum noch den Leindotter, dass wir wenigstens den einigermaßen vernünftig geerntet bekommen. Und vielleicht wartet man gänzlich nächstes Jahr auf solche Bedingungen. Man sieht ja, der Boden ist ja trotzdem noch feucht. Der hält ja die Feuchtigkeit. Und ja, man hat jetzt vielleicht auch einen zuverlässigeren Feldaufgang. Muss man einfach mal abwarten und dann sehen, wie es jetzt letztendlich hochkommt. Vielleicht bin ich immer einen Tick zu früh mit meinen Sonderkulturen und meinen das zu gut, weil man ja aus der Erfahrung kennt mit Erbse, mit Getreide, die früher aussaat, bringt Ertragssicherheit, weil ja da hat die Feuchtigkeit die Pflanze und. Ist vielleicht aber auch eine andere Sache jetzt hier bei den Sonderkulturen. Vielleicht muss man das echt tatsächlich ein bisschen aussitzen. Aber so sieht es gut aus. Ich bin gespannt, wie es dann hochkommt. Aber wird, der Boden ist warm. Da wird das schon klappen. Auch beim Hanf bin ich ein bisschen der Meinung, habe ich ein bisschen zu tief gedrillt. Der hätte auch besser sein können, der Feldaufgang, aber das ist einfach, da muss ich einfach ein bisschen mit der Primera ein bisschen lernen. Und Hanf hätte ich vielleicht generell auch ein bisschen später drillen müssen. Im letzten Jahr habe ich den ja später gedrillt, hatte man top geklappt, dieses Jahr ein bisschen vielleicht zu früh. Da ist auch einmal der Frost mit -5 da durchgegangen, da lag der auch schon gekeimt im Boden, 100%ig. Ja, eine ganze Frostwoche, die wir letztendlich hatten. Ja, also da bin ich dieses Jahr noch sehr unzufrieden bei den ganzen Sonderkulturen. Das muss mir deutlich besser gelingen. Klar waren dies Jahr nicht die besten Umstände, auch zeittechnisch nicht für mich, aber das muss einfach besser klappen. Das nützt ja nicht. Gut, wir warten mal. Wenn man jetzt so in die Reihe guckt beim Lein, sieht das wiederum ganz vernünftig aus. Wenn man rüber geht, würde ich ganz klar sagen, zu schlecht der Feldaufgang. Wir warten einfach ab. Wir können ja auch letztendlich auch nicht, das Saatgut war ja auch kein richtiges Saatgut, können ja letztendlich auch nicht sagen, war jetzt die Primera, war das Saatgut, woran lag es? Woran hat es gelegen, Leute? Das kann man ja nicht sagen, woran hat es gelegen. Von daher setze ich mir jetzt ein Auto und fahre, ja, ich habe immer noch Saatgut im Auto von der Sojabohne und fahre das nochmal schnell im Ausladen. Und dann haben wir auch schon wieder 10 Uhr. Ich kann ja nochmal schnell den Raps ein... Oh. Da habe ich zu viel gewollt, Leute. Den zweiten Gang hier so rüber holpern. Das wuppt da nicht. So, ich kann euch ja schnell nochmal den Raps zeigen.
der ist, weiß ich nicht, in der Blüte hat der mir auch noch nicht so richtig zugesagt, der Direktsaatraps. Da hatte ich auch gedacht, oh, da muss mehr kommen. Aber jetzt muss man sagen, man muss sich bei Direktsaat irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit dem Auge umkalibrieren. Jetzt kommt der so richtig krass noch nach und blüht auch noch echt lange. Boah, ist das wieder ein Staub, ey. So, wir gucken mal fix hier im Bestand rein. Und blüht noch gut nach jetzt hier im Bestand. Gucken wir da mal rein. Ganz müssen wir uns natürlich noch mit der AKF angucken. Also dieser Raps gefällt mir ganz gut in Direktsaat. Der unten, der andere, muss ich sagen, gefällt mir auch gar nicht. Ja, also da ist einfach zu wenig Bestand, zu lückenhaft. Aber wenn wir uns den jetzt hier angucken, gut, hier ist Vorgewende, ne? Hier ist das Güllefass drin gedreht. Aber wenn wir jetzt hier gucken, sah der erst sehr dünn aus, aber wird jetzt immer dichter mit den Schoten. Und wie gesagt, hier, der blüht immer noch nach. Da unten kommen immer noch mal wieder Blüher nach. Ja, die werden auch noch, ja. Die hier auf jeden Fall. Die ersten sind schon am Füllen. Die haben schon Rapskörner drin. Und da müssen wir gucken. Wie gesagt, hier sind minus 5 Grad durchgegangen durch den Bestand. Erstmal würde ich sagen, sieht es gut aus. Ich habe jetzt die letzten Tage auch geguckt gehabt. Also ich habe auch keine gebrochenen Stiele oder so gesehen vom Frost. Wie gesagt, der blüht jetzt noch ein bisschen nach. Das bringt noch der Ertrag mit sich. Und das sind auch die Blüten, beziehungsweise die Schoten, auf die wir dann bei der Ernte warten müssen, die den Ertrag mit sich bringen. Ja, das ist im Prinzip, die fängt man an zu dreschen, weil man sagt, Feuchtigkeit stimmt. Und auf die wartet man dann nicht. Aber wenn man so im Verhältnis sieht, wie viel das letztendlich sind, und das tatsächlich auch mitunter so viel Ertrag, wirft man dann weg. So, jetzt fahre ich ihm nochmal das Sojasaatgut bringen. Nützt ja nicht. So, da kommen wir mal zum Ende des Vlogs. Wir haben jetzt 1-2 Tage sind hier vergangen. Ich war heute Morgen schon Fungizidmaßnahmen im Weizen machen. Und ist momentan sehr anstrengend für mich, um ehrlich zu sein. Die Natur wächst des Wahnsinns. Und ich komme kaum hinterher. Meist ist, ich sag mal, innerhalb von 2-3 Wochen ist der schon so weit, dass da Pflanzenschutz rauf kann, ja, dass da die Herbizidmaßnahme gemacht werden kann. Beim Weizen steht ja auch Fungizid an, noch ein bisschen Restwachstumsregler. Die Stellen, die halt quasi wirklich üppig gewachsen sind, wollte ich noch mit Wachstumsregler behandeln. Und jetzt sind wir hier auf der Sojabohne, die wurde jetzt hier vor 4 Tagen gelegt. Auch im selben Vlog. Und jetzt mache ich hier meine Vorauflaufbehandlung. Und viele Kulturen haben tatsächlich nur die Möglichkeit der Vorauflaufbehandlung. Und da zählen die meisten Leguminosen zu, also Bohnen, Sojabohnen. Sojabohnen haben wir tatsächlich auch Mittel im Nachgang, also gegen Zweikeimblättrige. Erbse ist aber auch so ein Fall, haben wir auch keins wirklich im Nachgang gegen Zweikeimblättrige. Deswegen ist es da ganz so wichtig, dass wir vor dem Auflaufen der Kultur diese Wirkstoffe rausbringen. Ja? Und dann sollte das auch gut funktionieren. Wir haben jetzt momentan die Problematik dazu, dass wir sehr, sehr viel Wind haben, jeden Tag. Und der hört auch erst nachts so gegen 23, 24 Uhr auf. Ich fahre deswegen morgens raus, zwischen 4 und 5 fange ich meistens an. Also ihr seht, jetzt ist hier 7:41 Uhr. Und das hier sozusagen meine zweite und letzte Spritze. Weil gegen 8 Uhr kommt meistens der Wind auf, noch nicht, aber er kommt, ja. Und dazu ist die Sonne. Und die Sonne verdunstet uns massig das Wasser und auch dann gewissermaßen wird dann der Wirkstoff auch nicht mehr so wirksam, weil er einfach nicht mehr die Zeit hat, richtig einzuwirken. Also hier wäre es auch so ein Punkt, da wären wir am besten nachts oder morgens oder in den Abendstunden mit Tau gefahren, um das optimale Ergebnis zu haben. Im perfekten Ergebnis sogar nach dem Regen, damit wir richtig feuchten Boden haben, damit Bodenherbizide richtig gut wirken. Aber momentan können wir gar nicht wählerisch sein. Regen kriegen wir nicht. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Wochen ohne Regen. Und wir werden auch jetzt Windstille nicht wirklich kriegen. Und dazu haben wir diese Zeitkomponente. Ich gehe davon aus, dass hier auch dass die Sojabohne in 3 Tagen oder so hier raus sind. Wir können natürlich jetzt buddeln gehen und nachgucken. Aber wir haben nicht allzu viel Zeit. Ja? Der letzte Mais hat gerade mal 7 Tage gebraucht zum Auflaufen. Und das ist halt unfassbar schnell in der Landwirtschaft. Wenn du dann noch 4 Tage Wind hast und einen Tag, wie du vielleicht nicht kannst, und dann werden die Zeitfenster immer enger und du darfst gar nicht mehr so wählerisch sein. Und so ist das hier auch mit der Sojabohne. Wir hatten heute Morgen zwar Tau, aber das war gar nicht viel. Also der auf dem Weizen, der war erstmal nass.
Aber da war es zum Beispiel so, gestern früh habe ich mir noch die Mischung fertig gemacht für den Weizen, bin noch hingefahren, habe Vorgewende gemacht, habe noch 2 Bahnen gefahren und dann mit einmal, kurz nach 7, kam so dermaßen Wind, dass ich aufhören musste. So, dann musste ich halt heute Morgen erstmal die Spritze leer machen und konnte dann hier ins Soja weitergehen. Und da ist die Problematik, wir müssen ja auch hier hinterher reinigen, wir müssen ja waschen, das Ganze dauert ja alles. Ne? Wir machen das jetzt hier für 5,5 Hektar und das eigentliche Spritzen dauert gar nicht lange, das Anmischen dauert ja gar nicht lange. Aber das hinterher reinigen und zu allem Übel habe ich noch leider vergessen, meinen Frischwassertank voll zu machen. Das heißt, ich muss tatsächlich gleich zum Hof fahren, Frischwasser auffüllen, Reinigungsmittel reinmachen, wieder herkommen, hier das auf dieser Fläche verteilen, ja, so wie es die Gesetzgebung vorschreibt. Das heißt, Reinigungsmittel muss quasi, oder beziehungsweise das Reinigungsgemenge, was man am Ende hat, man hat ja Wasser mit diesem biologisch abbaubaren Pflanzenschutzreiniger und das bringt man quasi dann verdünnt hier auf dieser Menge, auf dieser Fläche auf, die man behandelt hat. Eine andere Alternative, eine andere Fläche habe ich ja gar nicht, denn da sind ja noch Wirkstoffe drin und die wirken auch noch ein ganz bisschen, trotz Mittel, trotz Reiniger und deswegen muss ich halt hierher kommen und das hier wieder ausbringen. So, geht hier mit der Fläche, gibt natürlich Flächen, die sind weiter weg, da wäre das fataler, wenn ich diesen Fehltritt da gemacht hätte. Jetzt ist es so, ich fahre hier 300 Liter Wasser auf dem Hektar, um sozusagen die Ausbringmenge des Wassers zu erhöhen, um die Benetzung zu erhöhen. Fahre Ganze mit 3 Bar Spitzdruck. Und ganz interessant, wir haben ja hier diesen blauen Balken. Und darunter haben wir einen Strich, einen grünen Strich. Und dieser zeigt sozusagen das Limit dieser aktuellen Applikation an. Wenn wir 3 Bar fahren wollen, ja, und die soll er ja penibel einhalten, dann ist da unten die Begrenzung. Das heißt, je schneller wir fahren, desto eher füllen wir diesen Balken bis unten auf. Denn irgendwann können die Düsen ja nur noch maximal öffnen, also durchgehen und dann haben wir quasi das Limit erreicht. Weil die Spritze macht ja jetzt Folgendes nicht mehr mit Babylieb. Die erhöht ja nicht den Spritzdruck und drückt dann mehr durch, sondern die behält wirklich akribisch ihren Druck, ihre 3 Bar ein, ja. Und damit sind wir dann irgendwann in der Geschwindigkeit limitiert. Wenn wir natürlich jetzt 5 Bar Spritzdruck einstellen würden, können wir das ja mal ganz kurz machen, aber wirklich nur für einen Moment. So, ich schalte jetzt erstmal ein, wir fahren jetzt erstmal hier rauf. So, wir sehen jetzt, schaltet er jetzt hier gerade alles ein, zack. Und wenn wir jetzt hier einmal kurz 5 Bar Spritzdruck einstellen würden. So. Jetzt hat er aber auch ganz schön zu tun, dagegen anzukommen. Ist natürlich so, wenn die Pumpe selber am Limit ist, wird es natürlich auch nichts, Leute. Die Pumpe hat irgendwo ihr Limit 120 Liter in der Minute beim Ausbringen. So, jetzt haben wir 5 Bar Spritzdruck und ihr seht, der ist natürlich deutlich kleiner geworden. Aber wir können jetzt auch nur noch so schnell fahren, wie die Pumpe das auch wirklich schafft. Ne? Deswegen reduzieren wir das jetzt wieder. Ihr seht, der Druck fällt dann ab. Das ist einfach der Grund, die Pumpe schafft nicht mehr. Die Pumpe schafft nicht mehr und hält den Druck halt sozusagen nicht gegen. Irgendwann ist dann jedes System mal limitiert. Was ich sagen will, damit sieht man immer gut, wie schnell kann man fahren. Ja? Denn quasi die Applikation bleibt ja immer gleich. Also wie sieht das Ganze optisch aus? Das bleibt ja die ganze Zeit gleich. Und deswegen kann man sich immer schön orientieren, wie schnell fahre ich in den Kurven, reicht das? Weil dann füllt sich der Balken sozusagen, die eine Seite, die dann langsamer fährt, ist kleiner, die andere Seite wird dann größer und dann können wir halt wirklich gucken, wie schnell können wir dann fahren, damit die ganze Applikation auch wirklich hervorragend funktioniert. Ja, das wollte ich euch noch sagen, so viel wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten das System, ich habe jetzt knapp 2000 Hektar hier mit Babylieb gespritzt und da sind wirklich viele Punkte, wo man sagt, das ist aber auch wirklich gut, ey. Ich meine, ich habe nicht viel zu meckern, außer vielleicht der Preis, was das Ganze kostet. Aber bis jetzt ist es halt wirklich geil, dass man mit einer Düse so viel abgreifen kann. Ja? Also ich war heute Morgen im Getreide, 120 Liter auf dem Hektar Wasser bin ich da gefahren, habe den Tau mitgenommen, ja? Bin mit höherem Druck gefahren, feinere Düse, um sozusagen da mehr mitzunehmen und ein bisschen mehr Hektar zu machen und kann das dann feiner zerstäuben lassen, indem ich das einfach hier einmal antippe. Und dann wiederum, wenn ich jetzt hier fahre, mit grobere Tropfen fahre, mehr Menge, ändere ich jetzt hier einfach die Barzahl und schon bringen wir dann dementsprechend mehr Wasser aus bei gröberen Tropfen.
das ist natürlich der absolute Luxus. Und das ist das, wo man vorher mit der Spritze immer mit der Düse, oh Mensch, fahre ich jetzt hier, fahre ich da. Ich sage euch ganz ehrlich, für die 5 Hektar hätte ich vorher jetzt auch nicht die Düsen gedreht, sondern wäre dann hier extrem langsam rumgekrochen, damit die Tropfengröße passt. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch maximale Erfolge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schade und sorry, Leute, dass das momentan so wenig mit Videos ist, so wenig mit AKFs. Aber mehr ist absolut zeitlich wirklich nicht drin. Ich tanze wirklich gerade auf echt vielen Hochzeiten. Und ja, ich stehe jetzt hier seit Tagen, jeden Tag um 4 Uhr auf, gehe 22 Uhr ins Bett und das schlaucht extrem. Und mitunter habe ich nicht mal Zeit, irgendwie dazu noch ein Video zu schneiden oder max was hochzuladen. Von daher, sorry Leute, das wird auch wieder besser und dann sehen wir uns bald wieder.